Erste Fahrt von Sabrina. Sabrina ist das erste Mal mit Anhänger, muss man dazu auch noch sagen, bei der Fahrschule Bernd Kaiser unterwegs. Hallo Bernd, grüß dich. Hi Sven, grüß dich. Ja, wir haben eine spannende Aufgabe heute vor uns. Wir fahren zum ersten Mal mit Anhänger. Jetzt heute im Fahrschul-LKW, Fahrstunde C, haben wir schon was gemacht. Heute hängen wir mal noch was dran. Steigern uns jetzt vom Leichten zum Schweren, fahren erst einmal eine Straße, die jetzt vom Ausbau her noch einigermaßen angenehm ist. Wir machen es uns spannender und bis wir zum Schluss dann irgendwann, je nachdem wie es läuft, dass man da einfach noch ein bisschen engeres was fährt. Das sehen wir jetzt im Laufe der Fahrstunde gar. Wir sind in Franken? In Franken, Landkreis Bamberg, in Schlüsselfeld ganz genau und jetzt in Güntersdorf, Weltmetropole. Prüfung wird gemacht in Bamberg. In Bamberg. So, und das heißt, also die erste Fahrt geht immer über eine relativ schmale Landstraße. Das ist sogar eine Autobahnumfahrung. Die offizielle Umleitung der A3. Jetzt sehen wir hier schon, dass es enger wird. Auch so richtig, Sabrina, wunderbar. Wir fahren jetzt 40 km/h, 60 dürfen wir. 60 ist die Höchstgeschwindigkeit. Das müssen wir gar nicht fahren. Das reicht so vollkommen aus, weil wenn wir jetzt mal im Spiegel reinschauen, wir sind rechts an der Linie dran, leicht drauf. Links, wenn wir schauen, sind wir auch an der Linie dran. Wunderbar, deswegen vollkommen ausreichend die Geschwindigkeit so. Sehr schön. Passt super, Sabrina. Und da reicht dir auch die Geschwindigkeit, ist jetzt fährst vollkommen aus. Ja. Schneller müssen wir überhaupt nicht. Also mir reicht es gerade auch. Ja, reicht. Wir wollen ja nicht, dass es in Stress ausartet. Genau. Genau, jetzt haben wir da links am Blinkerhebel einen Drehhebel wie beim Gang. Ein bisschen weiter drin, dann kannst du den Scheibenwischer aktivieren. Noch weiter rein, genau, jawohl. Haben wir tatsächlich heute bei Sonnenschein begonnen und jetzt fängt es auch noch zum Regnen an. Regen, CE, verbinden, trennen, heute Vollgas, Sabrina. Jawohl. Wie lange dauert die Fahrprüfung? 85 Minuten praktische Prüfung. Zweimal. Für C 85 und für CE nochmal 85. Was ist C und CE? C ist der LKW ohne Anhänger, also das Fahrzeug über 7,5 Tonnen. Und CE ist dann das ganze Gespann mit Anhänger. Jeweils 85 Minuten. Genau, Sabrina, da können wir auch noch einen kleinen Ticken langsamer werden, weil wir den Bahnübergang haben. Wir haben ja da rechts schon beobachtet, kurzer Blick nach links, dass nichts kommt. Sauber, sehr schön. Genau, und jetzt hast du da schön rechts die Kurve angefahren, dann reicht es auch links, dass wir gar nicht über die Linie kommen. Jetzt haben wir leichte Rechtskurve, jetzt versuchen wir uns so an der Linie links zu orientieren, dass wir nur dran sind und dann reicht es auch rechts, dass wir nicht drüber kommen. Super Sache. Und wenn wir, wie schon zu Beginn unserer C-Fahrstunden, mit der Verkehrsbeobachtung nicht hinterherkommen, machen wir einfach wieder 10 Sachen langsamer. Ja. Und dann läuft das. Aber viele haben Bammel vor den Sven nochmal dazu 85 Minuten Prüfdauer. Super Seitenblick. Davon ist ein Teil das Verbinden oder Trennen. Also ist da schon mal 15 Minuten dadurch schon mal gedeckt. Das Einleitungsgespräch des Prüfers, das Abschlussgespräch des Prüfers ist alles mit dabei. Somit hat man reine Fahrzeit, ich sage mal vielleicht jetzt so 60, 65 Minuten. Sehr schön. Jetzt haben wir hier ein bisschen schärfere Rechtskurve, gar nichts Außergewöhnliches. Genau, wir halten uns an der Fahrbahnmitte. Und wenn du da jetzt schon mal die Zeit hast, genau. Sehr gut. Sehr gut. Wir haben Reserve rechts am Rand. Wir laufen nicht über den Bordstein. Das ist ganz wichtig, man darf nicht über den Bordstein fahren. Ja, Bordstein ist zu vermeiden. Zum einen, wenn der etwas scharfkantig und höher ist, dann haben wir nur einen Reifenschaden, was wir nicht haben wollen. Und zum anderen ist ja der Gehweg dafür da, dass da Fußgänger laufen und nicht wir mit dem LKW drauf rumfahren. Das sieht man hier schön, das sind elektronische Spiegel. Wir haben jetzt bei unserem Actros die Mirror Cams installiert oder bestellt dazu. Ich finde es ein geniales System, funktioniert wirklich klasse. Jetzt müssen wir uns konzentrieren, Sabrina. Genau, da haben wir jetzt die Markierung in der Mitte, fällt weg. Ja. Wir versuchen trotzdem so in der Mitte der Fahrbahn oder an die Mitte zu bleiben. Ein bisschen können wir noch rechts, weil da hast du den Bordstein, der ein bisschen scharfkantiger ist. Jetzt fahren wir schön gerade rein. Wunderbar. Und jetzt ganz ein bisschen vor. Ja. Und jetzt bleiben wir schön rechts außen.
Wir kommen da minimal über die Linie drüber. Lässt sich nicht vermeiden. Also davor brauchen wir überhaupt keinen Bammel haben. Es geht gar nicht anders. Ja. Dafür sind wir einfach zu groß. Also kann man die ein oder andere Linie auch mal vernachlässigen, wenn es gar nicht anders geht. Okay. Super Sache. Und da sehen wir jetzt auch wieder, klar, 50 erlaubt, ja 30 vollkommen ausreichend. Ja. Würde ich auch selbst nicht schneller fahren hier. Okay. Toll, toller Blick, toller Blick. Also ich muss sagen, ich habe das ganz anders eingeschätzt mit diesen Miro-Camps. Ich habe denen am Anfang wirklich nicht getraut, weil man kannte es einfach nicht. Aber ich muss sagen, ist gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Sauber, sehr schön. Jetzt haben wir Ortschaft Ende. Wir haben Wachenrot verlassen, können jetzt wie schnell? 60. 60. Die Sabrina hat schon ein bisschen Theorie gelernt. Ein bisschen. Wie viele Fragen? Ich glaube 1022 sind es insgesamt. Die kannst du? Also ich bin schon alle durch, ja. Also Die Sabrina ist so Ja. dermaßen on fire, die hat die App durchgeknallt, das, im Rekordtempo. Super, super genial. Ja, das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil, wenn ich im Theorieunterricht da viel mitnehmen kann, die App vorher schon mal ein bisschen angelernt habe und dann in der Zeit, in der man hier ist, die App gut durcharbeitet, dann fällt einem das ein oder andere im Praktischen auch ein bisschen leichter. Und die Chancen steigen natürlich ins Unermessliche für die Theorieprüfung. ja. Wie viele Leute fallen durch bei der Theorie? Wow, wir haben jetzt letztens erst die Statistik gekriegt für 2023. Erschreckend, wirklich erschreckend. Deutschlandweit die Nicht-Erfolgsquote, muss man ja fast sagen, 49,7% im Klasse B-Bereich, also im Pkw-Bereich. Die Hälfte fällt durch. Ah, brutal, brutal. Also ich war echt erschrocken, weil Gott sei Dank, toi toi toi, auf Holz klopfen. Wir haben das bei uns in der Fahrschule nicht so, dass wir solche extremen Quoten haben. Es ist tatsächlich im B-Bereich etwas schlimmer wie im C-Bereich. Im LKW-Bereich klappt es besser, aber da sind wir Gott sei Dank weit entfernt von den Quoten. Gut, die haben meistens schon einen Führerschein. Ja. Das ist ja die Voraussetzung, ist der B-Führerschein für den LKW. Den B-Führerschein muss man haben, um den C-Führerschein LKW machen zu dürfen. Und die Leute, die kommen und den C-Führerschein machen, im Großteil die Wohnmobilfahrer, Reisemobilisten, die brennen da natürlich dafür, weil die wollen ja auch das Teil nutzen. Die kommen nicht, weil sie müssen, sondern die kommen, weil sie Bock drauf haben. Und da ist natürlich das Engagement auch richtig, richtig gut. Und deswegen Theorieprüfung ganz selten, dass da mal einer das nicht packt. Und dann ist es echt sehr ärgerlich und oftmals sind es dann einfach Leichtsinnsfehler. Sehr schön, Sabrina. Passt, 60. Wir haben jetzt gleich da wie bestellt landwirtschaftliches Fahrzeug. Ein Traktor. So schaut's aus. Die dürfen ja breiter sein. In dem Fall für uns jetzt null Problem, weil die Straße einfach echt viel hergibt. Den hätten wir vorhin gebraucht, wo es ein bisschen enger war. Nee, Ja, nein, braucht man nicht. Wir wollen ja nicht gleich alles ganz Braucht am Anfang. man nicht. Nee. C hatten wir das ganz am Anfang. Bei der C-Fahrstunde, da warst du ja am Anfang gleich mal im fast schon Stau gestanden. Ne? Ja. Man fängt so an, nach 7, 8 Fahrstunden das Fahrzeug etwas anders zu bedienen. Man kriegt einfach ein bisschen Gefühl für das Fahrzeug, die Gewohnheit. Was heißt Gewohnheit? Gewohnt ist man es noch nicht ganz, aber ein bisschen mehr Vertrauen. Man kann die Größenverhältnisse, die Breite anders einschätzen. Die Federung von so einem Fahrzeug ist einfach eine ganz andere wie im Pkw-Bereich. Wir haben da jetzt in dem Fall beim Actros Luftfederung, wir haben gefedertes Fahrerhaus, luftgefederter Fahrersitz. Da muss man sich dran gewöhnen. Und wenn das mal drin ist und man einfach 5, 6, 7, 8 Stunden hat und gewinnt Vertrauen in sich, das ist auch ein großer Punkt. Man muss da selbst auch ein bisschen Vertrauen aufbauen zu sich selbst und zum Fahrzeug. Und dann wird man immer entspannter und man hat wieder Pensum frei, um Sachen anders wahrzunehmen. Da jetzt magst du schon 100% richtig, Sabrina. Wir sehen hier Kinder, Fußgänger, wir müssen einen Seitenabstand halten, das machen wir.
Sehr schön. Und da ist auch meiner Meinung nach, so wie du das jetzt machst, mit 20 km/h vollkommen ausreichend. Weißt nie, was der Knirps macht. Springt er auf die Straße. Ja, wollen wir nicht. Nein. Passt. Ja, und bei der Sabrina sehen wir es jetzt ganz toll einfach, dieses Vertrauen, was wir da jetzt gewonnen haben in den letzten 3-4 Tagen, wie extrem die Fortschritte jetzt auch geworden sind in den letzten 2 Tagen dann. Das stimmt. Genial, ich habe mich auch selber ultra gefreut, dass es so gut funktioniert hat. Also das können wir schon feiern. So, schönes Beispiel. Hindernis auf der Fahrbahn, sehr schön anzeigen, Seitenblick. Hier darf er nämlich offiziell stehen. Ja, innerhalb der Ortschaft, da vorne beginnt das absolute Halteverbot. Wir bleiben auch gleich da, die Lücke eindeutig zu klein, um in diese Lücke reinfahren zu können. Den Platz, den wir brauchen, nehmen wir uns. Jetzt sind wir vorbei, dann gehen wir auch rüber. Da lässt sich auch manchmal eine leichte Behinderung eines anderen überhaupt nicht verhindern. Also müssen wir da langsam vorbei, viel beobachten. So sieht's aus. So, sie hat ja auf der linken Seite auch einen Spiegel. Da ist der Blick auf den Spiegel ganz wichtig, permanent. Links, rechts, links, rechts. Immer wieder beobachten, was passiert um mich rum, was ist neben mir, wird es irgendwo eng. Macht sie gut, oder? Super. Ist das was der Prüfer auch mal guckt? Guckt die in den Spiegel und so? Gerade die Verkehrsbeobachtung ist ein ganz wichtiger Punkt, weil im LKW-Bereich das ja die Gefahr deutlich größer ist. Wir haben einen riesengroßen toten Winkel an dem Fahrzeug und wir haben ein ausschwenkendes Heck mit Anhänger genauso. Und da müssen wir einfach viel beobachten. Da jetzt heiße Ecke, Sabrina, wir bleiben erstmal so, genau, nicht ausholen, sonst kommen wir zu weit rein. Und wenn wir sehen, dass nichts kommt, okay, sehr gut, bleiben wir erstmal stehen. Wenn der weg ist, dann kann ich nach vorne vor. Und dann fahren wir geradeaus vor. Ja. Und jetzt einmal rum. Ja. Und jetzt muss der warten. Der jetzt kommt, der muss warten. Den haben wir vorher nicht gesehen. Okay, jetzt gucke ich nach meinem Anhänger, ob der mitkommt. Der kommt super. Der kommt super. Habe ich gut gemacht. Hast du gut gemacht. Ja, genau. Man muss sich auch mal selber loben. Wenn dann der Fahrlehrer nicht lobt, muss man sich selber loben. Genau. Na, super Sache. Da haben wir Gott sei Dank einen Verkehrsspiegel. Das sehen wir jetzt auch. Da kommt einer. Okay, dann warten wir mal und schauen mal, was macht der. Wenn er weiterfährt, okay, dann fahren wir jetzt weiter. Okay, dann nehmen wir uns auch den Platz und fahren da ganz leicht in die Mitte. Jawohl, so gewinnen wir Platz nach rechts. Super, jetzt ziehen wir rüber und jetzt reicht das hinten auch. Schön, dass die gewartet haben und ein bisschen noch links rüber. Passt. Sehr gut. Und da auch gleich wieder leicht links, dass wir hier in diesen leichten Kurven nicht zu nahe hinkommen. Okay. Der Bordstein. Nicht, dass wir da über den Bordstein fahren. Okay, gut. Der ist gut zu sehen, der Anhänger? Das ist bei dem Gespann, sage ich mal, was wir da jetzt haben. Wir haben das bewusst so gewählt, dass der Anhänger vom Aufbau her und von der Breite her gleiche Größe wie das Zugfahrzeug hat. Zum einen ist es zum Fahren super, weil wenn ich mit dem LKW durchkomme, kommt der Anhänger normalerweise auch durch. Und fürs Rückwärtsfahren, unsere Grundfahraufgabe, ist es genial, weil sobald ich anfange vorne zu lenken, sehe ich sofort, dass hinten was passiert. Wer vielleicht schon mal so einen 750 Kilo Anhänger hinter einem VW-Bus gefahren hat und versucht hat, rückwärts in den Hof reinzufahren und gemerkt hat, das geht echt schwierig, der weiß, wovon wir da reden. Umso kleiner der Anhänger, umso schwieriger lässt er sich rückwärts fahren. Und da bei der Größe vom Anhänger sehen wir eben sofort, was passiert, und dann tut man sich sogar leichter, obwohl das ganze Ding erstmal schon deutlich größer aussieht, was es ja auch ist. Aber die Reaktion des Anhängers, die sehen wir eben sofort, und das hat einen großen Vorteil. Sehr eng. Ja. Enge Straße, wir sind rechts an der Linie, wir sind links an der Linie, anders geht es hier nicht. Genau, und vor dem Bahnübergang machen wir einen ganz kleinen Ticken noch langsamer. Sehr schön. Ja, genau, der Blick zum Bahnübergang. Läuft Sabrina, sehr schön. Auch der Blick rechts wieder, passt wunderbar. Und jetzt finden wir uns wieder zwischen unseren beiden Linien. Haben jetzt auch wieder weite Sicht nach vorne, vorausschauen, fahren möglich, also können wir auch wieder 60 fahren. Ja. Och, Merkst du die das Feder? wackelt, ja, das wackelt. Genau,
da beobachtet man links ein bisschen, die wollen jetzt natürlich überholen, weil so schnell können wir nicht durch die Ortschaft fahren. Wir hatten jetzt auch keine Möglichkeit, dass wir irgendwo mal anhalten können, um denen das Vorbeifahren zu ermöglichen. Wenn wir da mal eine Bushaltestelle finden, wo es gefahrlos möglich ist, können wir da auch mal rein, lassen die vorbeifahren, danach weiter oder drehen im Kreisverkehr eine Ehrenrunde um den Kreis rum, dass die anderen nicht übermäßig behindert werden von uns. Wir können auch den Scheibenwischer, Sabrina, wieder ausmachen. Okay. Erste Mal am Actros. Macht das gut, oder? Ja, auch für uns jetzt neu, also für die Sabrina zumindest neue Erfahrung, weil wir bis jetzt mit dem MAN gefahren sind. Richtig. Der eben mit normalen Spiegeln, sage ich mal, unterwegs ist. Und jetzt heute dann ganz kurze Einweisungsfahrt mit dem Actros gemacht. Und dann, dass man einfach mal sagt, komm, lass uns doch die neue Technik auch mal probieren. Ja. Wenn wir schon da sind, probieren wir alles mal aus, was geht. Da ist die Sabrina auch Feuer und Flamme, alles mitzunehmen, was möglich ist. Ich nehme alles mit, was geht, hat sie gesagt. Ja. Und dann versuchen wir das, dass wir das auch bereitstellen können, dass wir eben alles mitnehmen, was geht. Und da haben wir jetzt heute natürlich einen riesen Spaß dran, dass wir mit dem Actros und mit dem Anhänger gleich 2 neue Sachen auf einmal. Und dafür läuft es echt super gut. Ja, man sieht schön im Rückspiegel, die überholen jetzt alle. Natürlich so einen langen Zug zu überholen. Ja, mit 18,50 Meter sollten wir auch genug Platz haben. Beobachte auch mal kurz da links, dass jetzt nicht einer überholt. Weil da hast du die Gefahr, dass eventuell den Radfahrer einer übersieht und fängt an zu überholen, weil der Radfahrer ohne Licht, schwarz gekleidet, da ist es echt schwer. Wir haben alles. Alles, Vollgas. Jetzt haben wir nochmal, siehst du das? Ein Blink Fußgänger. ruhig schon mal. Ah, okay. Ja, sie hat einen Schritt zugelegt, ist rechts raus. Okay. Sonst hätte ich da wirklich auch geblinkt und hätte bewusst mich breit gemacht, okay. dass wir da Platz gewinnen, von der nicht, dass hinter uns einer auf die doofe Idee kommt zu überholen. Und dann kannst du nicht mehr rüber, weil neben dir noch einer ist. Ja. Ja, schöne Situation hier. Super, super, wie man sich als Fahrlehrer wünscht. Also gerade in den Fahrstunden kann es gar nicht beschissen genug laufen, sage ich immer. Also da kann ruhig alles passieren, was irgendwie möglich ist, weil das gibt uns eine gewisse Sicherheit für die Prüfung, weil dann kann uns nichts mehr schocken, wenn wir in der Fahrstunde schon alles erlebt haben. Die Cams, am Anfang war ich skeptisch, weil viele ja dann gesagt haben, oh, Mirror Cams, hier elektronische Spiegel. Mittlerweile sind so genial, auch nachts. Ja, wir sind ja gestern mal mit der Sabrina, ihren Mann, mit dem Markus, hatten wir ja Nachtfahrt. Auch genial, nachts leicht geregnet auch noch. Und wir mussten nie die Linse putzen. Also wir haben immer klare Sicht, da kann nichts verschmutzen. Die Seitenscheibe, wenn nass ist, stört es uns auch nicht großartig, weil der Bildschirm einfach sauber und frei ist und die Linse so hoch sitzt. Oh ja, Applaus. Ich kenne da jemanden, der bei der abklingenden Vorfahrtsstraße das ab und zu mal vergisst, den Blinker zu setzen. Er meint mich. Ich wollte es jetzt nicht sagen. Wird aber oft von den normalen Sterblichen nicht benutzt. Ja, abknickende Vorfahrtsstraße ist ein Punkt, was viele immer vergessen. Dass das Blinken da einfach nicht gemacht wird. Für uns in der Fahrschule immer super genial. Gerade die mit dem alten Dreierführerschein kommen, die muss man da ein bisschen auf den Finger klopfen, dass sie da wieder dran denken. Genauso wie Lenkradhaltung, Stoppschild, komplett Stillstand. Das sind ein paar so Sachen, die halt gerne mal ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden, sage ich einfach mal. So. Jetzt, Sabrina, Kreisverkehr. Wenn keiner kommt, erstmal gerade rein, nicht zu früh rechts lenken. Jetzt lenken wir rechts, weil jetzt sehen wir, dass auch rechts am Spiegel der Platz reicht mit unserem Anhänger. Jetzt gehen wir nach außen. Sehr schön. Jetzt sehen wir, dass innen der Abstand reicht. Okay, und jetzt wieder nach Da wollen wir innen. raus. Und da gehen wir auf die Insel drauf zu, genau. Und einmal jetzt rum. können wir rum. Schrittgeschwindigkeit dran denken, bis unser kompletter Zug die Gefahrenstelle verlassen hat. Und jetzt sehen wir, hier reicht's auch. Der Anhänger kommt mit. Boah, wie genial. Wie geil. Wie Wie geil. Ja, kann man schon so sagen, wie geil. Ja, ist ja Für wirklich. mich ist das richtig Ist es geil. auch, ist es auch. Richtig geil. Wobei, abknickende Vorfahrtstraße, muss ich ehrlicherweise sagen, hat man früher gesagt, dass man, wenn man ihr folgt, nicht blinken muss, sondern nur, wenn man diese Straße verlässt. War das so früher? Nee. Also mir hat man das ja. so beigebracht.
Das wird auch oft, ganz oft wird es genau so gehandhabt, dass viele sagen, nee, wenn du drauf bleibst, musst du nicht blinken. Wenn das jetzt mal ein alter Fahrlehrer sieht, der... Wenn wir drauf bleiben, dann muss man blinken, das anzeigen die Abknickende. Verlasse ich sie geradeaus, muss ich nicht blinken, weil ich kann ja nicht geradeaus blinken. Und wenn ich sie in die andere Richtung verlasse, muss ich wieder blinken, aber halt nicht so, dass ich drauf bleibe. Ist halt deshalb wichtig, weil es hat ja einen Grund, warum es eine abknickende Vorfahrtsstraße ist. Macht man ja deshalb, weil der Hauptverkehrsfluss in diese Richtung geht, dass man da nicht ein gefährliches Linksabbiegen zum Beispiel hat. Dann will man, dass der da links abbiegt, Vorfahrt hat und alle anderen wartepflichtig sind. Und dann muss man es eben auch anzeigen. Wir haben jetzt da vorne gleich, kommt ja nochmal eine abknickende Vorfahrtsstraße. Da hätten wir genau das klassische Beispiel, wie es oftmals verkehrt läuft. Aber jetzt bereiten wir uns da erstmal auf die Ortschaft vor, bevor ich dich jetzt schon mit der abknickenden Vorfahrtsstraße vollsülz. Okay, ein bisschen Gas können wir sogar noch geben, dass wir nicht zu früh zu langsam werden. Die Breite gibt es her, nur wenn du dich zutraust, Sabrina. So, wir fahren die Kurve so, wie wir sie beim C auch fahren. Also wir bleiben auf der abknickenden Vorfahrtsstraße, müssen jetzt eben links blinken. Würdest du hier nicht links blinken, würdest du ja geradeaus fahren. Ja. Und dann, wenn da einer kommt von vorne, denkt Ja. er, hey, die blinkt nicht, fährt geradeaus weiter. Okay. Dann zieht er raus Ja. und dann ziehst du links rum. Ja, dann kracht's. Ja. Dann geht die Diskutiererei und die Streiterei los. Wer Genau. hat geblinkt, wer hat nicht geblinkt, wer ist jetzt schuld? Nee, der ist teilschuld, weil der hätte ja trotzdem warten müssen. Und um dem aus dem Weg zu gehen, blinkt man einfach. So, aus wievielte Mal ist es jetzt, dass du reinfährst mit dem Fahrschüler nach Bamberg? Also für mich, um Gottes Willen, ich weiß Zweimal, dreimal? also mit einem Fahrschüler, jetzt mit der Sabrina, wie oft waren wir jetzt drin? 4-mal, 5-mal? Ungefähr, ja. Im C-Bereich sowas ungefähr, was man da reinfährt. Wir haben ja hier bei uns das Prinzip, dass wir zu zweit immer im Fahrzeug sitzen, also immer 2 Fahrschüler dabei sind, weil der auf dem Beifahrersitz sitzt, ja auch enorm viel mitnimmt. Zahlt aber nicht. Der zahlt nicht. Der lernt einfach umsonst mit. Also nicht umsonst, sondern kostenfrei, sagen wir es mal so, mit. Und kann enorm viel aufschnappen, was er dann So. für sich selber nutzen kann. Jetzt kommt Ja, das. wir bleiben da links an der Linie, sehen auch im Spiegel, da kommt nichts, also halten wir uns da auch dran. Genau, der Blick nach rechts ist super. Es reicht. Und da bleiben wir auch gleich wieder an der Linie, weil die Rechtskurve immer noch ein bisschen weiter geht. Und es passt. Geniale Sache. Cool. So, Cool. jetzt sind wir wieder in der Spur. Jetzt sind wir in der Spur. Jetzt geht es auch berghoch. Da können wir auch ein bisschen beschleunigen, dass wir den Schwung in der einigermaßen Ebene noch in den Berg mit rein mitnehmen. Weil wir müssen ja dran denken, wir haben jetzt noch mal ein paar Tonnen mehr hinten dran. Das macht richtig Bock. Also, ich habe wirklich. Bockt. Es bockt. Okay. Aber der hat halt nicht so ganz viel Schwung. Ja, mit dem Anhänger merkst du das natürlich, Ja. da hast du nochmal das Gewicht mehr dran. Richtig. Da kommt er nicht ganz so schnell, weil das Gewicht musst du ja mitziehen. Ja, Ja, aber du trittst wahrscheinlich nicht ganz durch. ja. Okay, jetzt beobachten wir auch wieder Gegenverkehr, kommt kurzer Blick links im Spiegel rein. Okay, da will auch keiner mehr überholen. Nee. Ich hoffe nicht. Nee, sonst wird es Wär nicht gefährlich. so. So, auch hier wieder, wir können nicht über die Kuppe gucken. Wir sehen nichts, was dahinter los ist. Also wir müssen da einfach aufpassen, nicht, dass da irgendein Verrückter noch überholt. Hinter uns sehen wir, es ist auch alles frei. Keiner kommt auf die Idee, hier zu überholen. Das ist oftmals das Leid des LKW-Fahrers, der sich da dran hält. Der darf eben mal für alle Pkw-Fahrer, die dazuhören. Wir sind über 7,5 Tonnen. Wir dürfen hier nur 60 fahren. 60 als das höchst zulässige. Und dann wird man angehupt, weil wir mal 60 fahren. Wir machen ja alles richtig. Schneller dürfen wir gar nicht. Hat ja auch den Grundvorteil für den Pkw-Fahrer, dass er überholen kann.
wenn wir da jetzt 80 fahren würden, würde er gar nicht vorbeikommen. Und somit ermöglichen wir das, aber schneller dürfen wir gar nicht fahren, also 60 Maximum. Da will hinten schon einer, den haben wir im Blick, Sabrina. Okay. Ja, Auto hat so gut wie kein Lenkspiel. Neues Fahrzeug, wir haben jetzt genau drauf 22.669, jetzt 670, 22.670 Kilometer. Da ist noch nichts ausgeschlagen, kein Lenkspiel, also funktioniert top. Da sind wir zufrieden mit dem Fahrzeug bis jetzt. Ist die gut, diese Mercedes-Benz-Firma? Ja, also ich finde diese Mercedes-Benz-Firma schon ganz gut, ja. Kann man empfehlen, ja. Bin sehr zufrieden mit dem Fahrzeug. Es gibt jetzt kein Geld dafür von Mercedes, für die Aussage. Nee, aber vielleicht freuen sie sich ja mal, dass wir so ein tolles Video drehen und beim nächsten Mal gibt es Geld. Nee, für uns auch Grund einfach, warum wir da auf so moderne Fahrzeuge gehen, ist einfach der Fahrschüler, der danach fährt, egal ob es jetzt der Reisemobilist ist oder der Trucker, der dann da draußen rumfährt, die sollten schon auf Stand der Technik ausgebildet werden, weil man hat da gerade in der Speditionsbranche auch keinen mehr, der da irgendwie mit 20, 30 Jahre alte LKWs durch die Gegend fährt. Das sollte man schon so unterwegs sein, dass der auch die neueste Technik, Assistenzsysteme bedienen kann. Die gucken ja auch danach. Wird da jetzt Scania, Volvo gefahren, Mercedes? Ist das eine ordentliche Ausstattung? Jeder hat da seine Lieblingsmarke, nenne ich es mal. Das ist wie im Pkw-Bereich auch. Der eine sagt da nichts Besseres wie Mercedes, der andere sagt, nee, lieber Audi, der andere will VW, Skoda, was auch immer. Und im Lkw-Bereich ist es genauso. Da hat jeder seine Lieblingsmarke. Wir sind jetzt da eigentlich ganz gut aufgestellt. Genau, jetzt merkst du, dass der schiebt, der Anhänger. Da müssen wir ein bisschen unterstützen. Da hat jeder seine Lieblingsmarke vom Fahrzeug. Dadurch, dass wir einen MAN und einen Mercedes haben, können wir da schon mal zwei Sachen abdecken. Er schiebt, weil es jetzt bergunter geht. Er kann das ganz alleine handeln mit dem Tempomat. Ja, wenn wir da jetzt mit Fahrerassistenzsystemen, mit Tempomat, PPC heißt es bei Mercedes, jetzt mit Retarder Motorbremsen arbeiten, wobei man da auch ganz klar jetzt für uns in der Ausbildung sagen muss, wir gehen da vom Leichten zum Schweren und wir wollen jetzt auch nicht den Fahrschüler gleich jetzt hier erste Fahrstunde, neues Fahrzeug, immerhin kennen wir ja schon, neues Fahrzeug Actros und mit Anhänger mit sämtlichen Knöpfen und Bedienelementen überfordern. Wir schauen jetzt, wie wir mit dem Anhänger, mit dem Fahren, Spur halten, alles klarkommen, abbiegen, Kurven fahren und dann machen wir für peu à peu immer ein bisschen mehr dazu. Schau, da gucken sie auch die Mädels und Jungs aus dem Bus rüber, sind ganz erstaunt, dass eine Frau hinterm Steuer, dass da die Sabrina da das Ding rockt und mit dem riesen Gespann da durch die Gegend fährt. Hast du gesehen, die konnten es gar nicht glauben. Ja, da sitzen sie drin mit halb offenem Mund und staunen. Ich finde es super. Ich finde es richtig super. Ja, wir haben das vorgestern bin ich ja mit der Andrea gefahren. Und da sind wir auch an 2, 3 Kids vorbeigefahren am Rand. Und hatten wir richtig an der Mundbewegung gesehen, eine Frau. Ja, und es ist aber bei uns irgendwie überhaupt keine Seltenheit mehr. Also wir sind jetzt gerade bei unseren Kompaktkursen im Reisemobilbereich da jetzt schon fast, noch nicht ganz, aber fast bei 50-50. Und ich finde es geil. Weil genau das soll es ja sein. Soll ja als Mann da alleine durch die Gegend dingeln. Warum soll es die Frau schlechter machen? Macht sie zu keiner Zeit. Also sie kriegt jetzt auf jeden Fall den Namen Trucker Babe Biene. Trucker Babe, genau. Ja. Trucker Babe Biene. Und demnächst findet man uns dann auch im Fernsehen irgendwo, ja. Also ganz am Anfang habe ich echt gedacht, mit Prüfung, komm, ist egal. Du machst mit dem anderen Fahrzeug, also mit dem MAN, die Prüfung. Aber mittlerweile könnte ich mir das auch vorstellen mit dem hier. Also da gewöhnt man sich so schnell dran. Das ist auch der große Vorteil, was wir da haben. Für mich immer ist es so, gerade mit unseren Kompaktkursen, ja so eine heiße Sache. Sollte es im schlimmsten Fall mal passieren, dass wir irgendeinen technischen Defekt an irgendeinem Fahrzeug haben und es fällt einer aus, dann ist der Kurs nicht gestorben, sondern dann können wir sagen, hey, wir können den trotzdem machen. Wir fahren halt jetzt mit einem anderen Fahrzeug. Das macht uns aber keine Angst. Das ist super. Weil wir sind 1:1 von der Größe identisch, egal welches Fahrzeug das wir fahren. Wir haben immer die 2,55 Breite, 4 Meter Höhe, 10 Meter Länge fürs Einzelfahrzeug. Das Einzige, was anders ist, sind die Spiegel. Ja. Ja, und somit kommen wir mit allem klar.
Ja, ist blöd, man kann sich nicht mehr drin schminken. Das ist wirklich ein Nachteil. Ja, ja, man hat keinen Schminkspiegel mehr. Man sieht ja auch manchmal den einen oder anderen Trucker am Rasthof mit dem Kopf zum Fenster raus, der sich rasiert. Ja. Das geht halt jetzt nicht mehr. Aber ja, das Problem hast du ja Gott sei Dank nicht, Sabrina. Nein. Bernd, wir sind in Bamberg. Ja, jetzt sind wir in Bamberg, Einfahrt Bamberg, innerorts. Hier ganz große Besonderheit, wir haben innerorts 70. Sabrina, du kannst mir bestimmt helfen bei der Antwort, wie schnell dürfen wir? 70. 70. Wissen ganz viele nicht. Wir dürfen mit dem Fahrzeug außerhalb der Ortschaft 60 fahren. Aber wenn innerhalb der Ortschaft eine höhere Geschwindigkeit erlaubt ist, gilt die für Fahrzeuge aller Art. Also auch für uns jetzt im LKW-Bereich. Wir dürfen 70, wir müssen es nicht. Okay, das heißt also, wenn Innerortsstraßen für 70 freigegeben sind, dann sind die auch so ausgebaut, dass man es kann. Ist das so der Hintergrund? Das ist der Hintergrund. Es dient hauptsächlich dazu, um den Verkehrsfluss im städtischen Bereich aufrechtzuerhalten. Das ist ja auch tatsächlich nur auf den Straßen, wo es wirklich möglich ist, die breit genug sind, dass man da eben durchfahren kann mit dieser Geschwindigkeit. Das ist jetzt nicht mitten in der Stadt, wo es eh eng ist. Oh genau, jetzt müssen wir bremsen. Ein bisschen bremsen. Na, da zieht er vor uns rein und bremst runter. Ja. Ja, okay, genau. So haben wir wieder Geschwindigkeit reduziert, Abstand hergestellt, haut wieder hin. Und das sehen wir auch, das ist jetzt auch in dem Fall, jetzt fahren wir da mit 65, funktioniert mit Anhänger hier, Berg runter, gut ausgebaute Straße in Bamberg, keine Probleme mehr. Wir kommen zum TÜV. Ja, es geht langsam Richtung TÜV. Wir fahren jetzt hier die Hauptverkehrsstraße durch Bamberg. Viele Ampelphasen, haben auch einen Traktor vor uns. Auch hier wäre 70 erlaubt. Wir fahren gerade 40 und mehr ist auch überhaupt nicht möglich. Darf ich rechts überholen hier? Nein, rechts überholen dürfen wir ja grundsätzlich nicht. Wir haben ja freie Fahrstreifenwahl, zwar innerorts, aber die gilt nur für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen. Also als Pkw dürfte ich rechts schneller fahren wie links, innerhalb geschlossener Ortschaften. Über 3,5 Tonnen gilt das nicht. Ist kein Überholen. Jetzt, wenn natürlich links der Verkehr stockt oder nur langsam fährt, dann ist es ein Vorbeifahren und das ist dann wieder möglich. So, dürften wir den Traktor überholen? Wir haben da ein Überholverbot für LKW. Verkehrszeichen hat man da, deswegen bleiben wir da sauber dahinter, machen uns keinen Stress und fahren so wie jetzt im Sicherheitsabstand hinterher. Das finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Ist gar nicht so schlimm. Auch in der Prüfung ist das eigentlich super. Ist es genial. Ist meine Zeit? Zeit läuft, wir gehen kein Risiko ein. Nein. So, links dürfen wir gar nicht fahren. Links sind wir Höhe. 3,3 Meter Höhe. Da sind wir eindeutig drüber. Das muss man selber wissen. Also das heißt, ab und zu gibt es so Situationen, da sagt der Prüfer nichts und wenn nichts heißt es, geradeaus. Außer es geht nicht. Aber das geht nicht. Und dann darf man ruhig mal fragen. Dann kann man auch mal nachfragen. Geradeaus Höhenbegrenzung. Jetzt, wenn wir das 3,30 Meter geradeaus gehabt hätten, dann muss man eben sagen, geradeaus ist jetzt nicht möglich. Wo geht's weiter? Wo geht's hin? Wo fahren wir hin? Wenn nur eine Möglichkeit da ist, dann sollte man die finden. Also wenn jetzt geradeaus Höhenbegrenzung oder Gewichtsbegrenzung ist, in dem Fall jetzt links auch Höhenbegrenzung, und es bleibt nur rechts übrig, dann sollte ich das selbst erkennen und einfach rechts abbiegen. Wenn aber zwei Möglichkeiten da sind, dann fragt man mal nach. Ich darf hier geradeaus nicht, ich habe Durchfahrtsverbot. Wo soll man hin? Und dann kriegt man da auch eine Antwort vom Prüfer. Ja, so kann eine Prüfung noch laufen. Ne? So kann es laufen. Die haben keine Quote, die sie erfüllen müssen, wo Leute durchfallen müssen. Es munkelt man immer, aber das stimmt nicht. Also absoluter Käse. Die Fahrschüler, die da fahren, die ihre Prüfung bestehen, die haben es verdient. Und wenn einer durchfällt, hat er normalerweise auch einen gravierenden Fehler gemacht oder mehrere kleine Fehler. Dass man da jetzt auf eine Quote geht, wo es heißt, so und so viel Prozent müssen durchfallen, sehe ich nicht so. Wir haben ja auch nicht jede Woche die gleichen Prüfergebnisse. Es kommt immer auf den Einzelnen an. Auch wenn da
was kann man das sagen, Scheißhausparolen. Dass man sagt, das Gerücht hält sich immer wieder fest, aber es ist nichts dran. Darf ich die Prüfung wiederholen? Auf jeden Fall. Keiner reißt dann in den Kopf runter, sollte sowas mal doch in die Hose gehen. Man muss da ganz klar sagen, wenn einer die Prüfung nicht mit Erfolg meistert, dann ist er garantiert nicht der Erste, der es nicht geschafft hat. Und er wird auch nie der Letzte sein. Das kann passieren. Aufregung in der Prüfung, man übersieht was, man macht einen Fehler, reagiert vielleicht jetzt nicht so, wie man es gerne hätte oder wie es der Prüfer in dem Fall gerne hätte. Und dann kann ich die nach 2 Wochen im Normalfall wiederholen. Mit einer Fristverkürzung könnten auch 5 Werktage sein, dass man es wiederholen kann. Aber es kommt immer darauf an, wie der TÜV überhaupt Prüfplätze zur Verfügung stellt, dass wir da überhaupt da sein können oder dass wir überhaupt einen Platz kriegen. Dann kann ich die wiederholen. Gibt auch nicht mehr übrigens, das noch vielleicht ganz interessant, was immer manche sagen, wenn du das 3. Mal durchgefallen bist du ein halbes Jahr gesperrt. Das gibt es nicht mehr. Also ich kann Prüfung machen, solange wie ich lustig bin. Freut sich der TÜV? Freut sich der TÜV, ne? Freut sich unter Umständen die Fahrschule, wenn man da regelmäßig Prüfgebühren abdrückt. Muss nicht sein, das kann man sich sparen. Und da vorne, Sabrina, dann steuern wir auch gleich mal Richtung TÜV. Wir biegen die nächste nach rechts. Sehr schön. Es gibt die nächste mögliche rechts, gibt es nicht mehr. Auch nicht mehr. Wenn der Prüfer sagt, die nächste rechts, dann ist die auch möglich. Okay, also der sagt die nächste rechts, sagt aber nicht, schauen Sie mal, wo könnte man rechts abbiegen. Nee, das gibt es nicht mehr. Das gab es früher. Das gab es mal, ganz genau. Man hört es immer wieder, gerade bei unseren Leuten, die den C-Führerschein machen und einen 3er Vorbesitz haben, also aufsteigen von der Führerschein- und der Wohnmobilklasse, hat man immer wieder das im Hinterkopf, dass die sagen, ja, bei mir in der Prüfung kam immer die nächstmögliche rechts und eigentlich wusste man dann schon, dass die nächstmögliche gar nicht möglich ist oder die nächste nicht möglich ist, sondern erst wahrscheinlich die übernächste. Aber solche Fangfragen oder Fangangaben, die gibt es nicht mehr. Hier ist der TÜV. Ja, vorne geht es jetzt in ca. 150 Meter nach links weiter. Da wollen wir dann auch rein. Wir waren ja ohne Anhänger, Sabrina, schon mal da. Richtig. Also wissen wir auch, die Einfahrt vom TÜV ist nicht gleich die erste, sondern die zweite. So schaut die ganze Geschichte aus, weil wir hier gleich die erste schwierige Situation haben. Oder was heißt schwierig? Wir sehen immer die erste, wenn wir reinschauen, ein Einfahrtsverbot. Wäre natürlich ärgerlich, wenn man auf dem Rückweg zum TÜV ganz zum Schluss die falsche Einfahrt reinfährt. Oder Radfahrer übersieht. Oder so wie hier, wie als hätte man bestellt, ganz zum Schluss auf dem Rückweg zum TÜV noch den Radfahrer übersieht. Genialer Seitenblick übrigens, Sabrina, so läuft die Nummer. Auch der Winkel genial. Super schön ausgeholt, weit vorgefahren, dann rum. Und jetzt halten wir uns mal rechts und halten rechts am Fahrbahnrand an. Okay. Machen dann eine kurze Durchatempause. Ja, vielleicht mal so eine Pinkelpause in Franken. Und dann schauen wir, dass wir vor dem Verkehrszeichen stehen bleiben. Ja, ich gucke nur, dass der Hänger mit da ist. Sieht gut aus. Und so passt das. Sauber. Chaka, erste Fahrstunde. Erste Fahrstunde. Mega. Applaus. Ja. Läuft. Hauptaufgabe bei dir ist, du bildest aus für Wohnmobilisten, die sagen, ich will mehr wie 7,5 Tonnen haben. Und wir haben extra mal Sabrina auch mit dazu genommen. Als du erfahren hast, ich komme mit dazu und wir filmen, hast du uns schon gekannt eigentlich von den Videos? Auf jeden Fall. Ja. Also ich habe schon ganz viele Videos von dir gesehen. Ja. Und ich fand das ultra spannend, dich mal so persönlich kennenlernen zu dürfen. Und wie ist es? Mega. Ist es wie in den Videos, bin ich, oder anders? Ist schwer zu sagen. Ist schwer zu sagen, also weiß ich nicht. Ich bin da manchmal fies, oder? Aber jeder ist so, wie er ist. Und das ist auch gut so. Ciao. Klar. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Motor aus, oder? Motor aus. Erst in neutral, Genau. dann aus und jetzt prüfen wir dann noch, ob die Handbremse oder Feststellbremse auch drin ist. Und dann können wir alles loslassen. Das habe ich eben gemerkt. Ich habe es nicht erst in den Leerlauf und dann piepst fängt der an zu piepsen. Und dann wusste ich erstmal nicht, Ja, was ist los? Ja, genau. Das ist anders wie beim MAN. Ja. So, rückwärts um die Ecke fahren mit Sven. Wir sind jetzt gerade am Übungsplatz in Bamberg.
fahren jetzt das zweite oder dritte Mal rückwärts um die Ecke. Haben uns jetzt mal einen Schotterplatz rausgesucht. An den Sicherungsposten hat er gedacht. Sieht gut aus. Ja, okay, genau, ja, hat er gut gemacht. Wäre hinten ein bisschen knapp geworden, schaut aber wunderbar aus. Voll konzentriert der Mann. Ja, da stehen wir top. Top. Sven, das hast du gut gemacht. Klasse Sache, wunderbar. Die Fahrübung zusammen mit der Biene. Zweite Fahrstunde. Rückwärts einparken auf dem Schotterplatz. Aufgabe ist bis hier vorne hinfahren, also bis zur Kante. Das zeigen wir gleich. Da ist die Kante. Genau, so passt das wieder. Geil. Also wir beginnen einigermaßen gerade. Wir hauen den Rückwärtsgang rein und wir blinken auch mal nach links. Falls hinter uns einer kommt, dann weiß der, wo wir hinwollen. Okay, und dann versuchen wir so langsam wie möglich. Ich erkläre dir erstmal viel. Wir machen einmal viel mit Erklären und danach versuchen wir einfach durch Üben besser zu werden. Sabrina schnauft immer ein bisschen am Anfang so. Durchschnaufen, Sauerstoff ins Hirn bringen und dann legen wir los. Ja, geil, geil. Okay, alles klar. Rückwärtsgang rein, Sabrina. Okay, jetzt lass einfach mal rückwärts rollen und lenk mal in irgendeine Richtung, egal in welche, und guck mal, was passiert. Ja, passt schon. Fahr einfach mal so weiter. Einfach mal so weiter, genau. Jetzt lenken wir einfach mal irgendwo hinter. Irgendwo, egal wo, sucht da irgendeine Seite aus. So, jetzt bleiben wir mal stehen. Genau. Jetzt schaust du kurz zum Fenster raus. Siehst du, okay, wir sind immer noch ziemlich gerade. Da wollen wir aber gar nicht hin. Wir wollen, dass er uns abhaut. Na, also muss ich nach gerade. Ganz genau. Jetzt lenken wir einfach mal rechts rüber. Und ganz langsam fahren, lenkt dabei noch ein bisschen und dann schauen wir wieder mal, was passiert. Okay, bleiben wir mal wieder kurz stehen, schauen mal wieder raus. Jawohl, es schaut besser aus. Er geht in die Richtung, wo wir wollen. Also wissen wir schon mal, okay, richtig gelenkt. Wenn du langsam genug fährst, siehst du auch, was passiert. Lenkst du doch mal falsch, ist es ja völlig wurscht. Wenn du langsam genug bist, kannst du es ja korrigieren. So schaut's aus. Jetzt fahren wir mal ganz langsam weiter und beobachten im Spiegel, was macht der Anhänger, wo geht er hin.
Okay, jetzt merken wir, er kommt immer mehr. Wir wollen es gar nicht so arg. Also lenken wir 100 Punkte. Ja, genau. Lenken noch einen Ticken weiter links, dass er uns nicht zu arg abhaut. Genau. Der fährt schon mal genau dahin, wo er hin soll. Jetzt lenken wir noch ein bisschen stärker links, dass er uns nicht weiter einknickt. Okay, machen wir noch mehr links. Okay, und wir lassen es mal so rollen und beobachten. Wir beobachten einfach mal und machen gar nichts mit Lenken. Wir lassen den einfach so rollen. Einfach so rollen lassen. Weil viele kurbeln sich zu Tode, das muss der gar nicht. Ne? Wir halten nur das Lenkrad fest. Jetzt bleiben wir mal kurz stehen, nehmen uns die Zeit, schauen wieder raus. Also er hat schon mal die Richtung grob, wo er hin soll. Ein ganz bisschen kann er noch rüber. Das heißt, wir rollen langsam weiter und schlagen nicht mehr ganz so arg nach links ein, sondern gehen wieder ganz bisschen nach rechts. Noch ein bisschen weiter rechts, noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen weiter. Okay, wir rollen weiter. Genau, einfach so weiterrollen lassen. Okay, jetzt bleiben wir mal kurz stehen, weil jetzt sind wir ziemlich gerade. Jetzt kannst du auch plötzlich wieder im rechten Spiegel was sehen, weil vorher hast du da drüben gar nichts gesehen, wenn der eingeknickt ist. Jetzt sehen wir aber, wir stehen quasi im Winkel so, ja übertrieben, so ist die Straße und wir stehen so. Also müssen wir schauen, dass wir den Anhänger noch ein bisschen wieder rüberbringen. Ja, super Sache. Okay, gut. Super, super. Das halten wir kurz an. Das wollen wir gar nicht. Also lenken wir voll nach links rum, dass unser Fahrzeug jetzt rüberkommt, weil der Anhänger ist schon da, wo er hin soll. Das, genau. Stark links lenken, ganz langsam fahren. Stark links, ganz stark links. Starker links. Und jetzt bleiben wir mal stehen. Genau, weil jetzt schauen wir mal kurz raus. Jetzt haut er uns da ab, wo er gar nicht hin soll. Weil wir müssen voll links, sonst passiert hinten nichts. Und jetzt, wenn das passiert, überhaupt nicht schlimm. Wir haben ja 2 Korrekturzüge. Bis jetzt haben wir gar keinen gebraucht. Wir fahren einfach ein Stückchen vor, lenken dabei nach rechts. Genau. Und dadurch nehmen wir den Knick wieder raus. Das machen wir mal. Alles schön langsam. Genau. Ja. Ja, genau. Jetzt sehen wir, der Knick wird weniger. Gut. Ja, so bleibt er. Schauen wir, jetzt links ins Spiegel, wir stehen gerade. Also haben wir unseren kleinen Lenkfehler jetzt schon wieder ausgebessert. Dafür sind die Korrekturzüge da. Und jetzt fahren wir einfach noch 2-3 Meter gerade nach hinten und dann bleiben wir stehen. Genau, auch wieder ganz langsam. Und wenn du den Spiegel siehst, der haut dir ab, dann lenkt man einfach, dann machen wir was. Genau, schau, jetzt kommt er da mehr. Also war die Lenkradbewegung die falsche. Genau, gar nicht so, sondern anders. Lenkt man links, langsam. Schau mal, jetzt kommt er noch mehr. Also lenken wir weiter links, stärker links. Genau, und schon passiert was. Siehst du das? Genau, jetzt können wir wieder rechts lenken. Weil jetzt sonst wird es wieder zu viel. Noch weiter rechts, Sabrina, noch weiter rechts, genau. Ruhig ein bisschen mehr noch. Jo, und so bleiben wir mal. Und jetzt schauen wir links in den Spiegel rein, wie schön stehen wir da gerade. Wir stehen jetzt wunderbar gerade, wir sind rückwärts um die Kurve rumgekommen. Natürlich müssen wir jetzt schauen, dass wir noch näher rankommen, aber fürs erste Mal haben wir schon mal grobe Richtung. Wir wissen schon mal, was wir machen. Passt wunderbar. Wir machen die Kiste mal aus, machen 2 Minuten Verschnaufpause und beim nächsten Mal trainieren wir das wieder. Klasse Ding, Sabrina, und Applaus! Ungewohnt. Nee, sehr, sehr gut, Sabrina. Also ich bin echt hin und weg. Ich habe mich getraut und das muss erstmal einer. Ja, ganz ehrlich, die meisten hätten jetzt gesagt, ich mache das nicht. Ja.
Wir haben das auch jetzt gerade erst. Und das Geile war, du hast es nicht gewusst, dass ich zu dir sage, du machst das jetzt. Nein, Ja, aber ich finde es geil. ja, ich find's geil. Also wir haben es jetzt voll ins kalte Wasser geschmissen, die Sabrina. Ja. Wir haben jetzt gesagt, komm Sabrina, jetzt fährst du rückwärts rum. Manchmal funktioniert es echt klasse und dadurch, dass wir heute beim Fahren so genial vorwärts gekommen sind, war das jetzt so der krönende Abschluss zum Schluss nochmal. Ja, das haben wir auch mal gemacht. Und beim nächsten Mal machen wir es halt einfach wieder und wieder und wieder. Und Sag mal, Tipp jetzt bei dir, um abzuschätzen, wie weit bin ich jetzt am Abgrund auf der anderen Seite? das ist oft einmal schwierig, den Abstand genau abzuschätzen. Wenn wir um die Kurve rumfahren, rate ich gerade am Anfang immer lieber mal einen Meter weiter weg vom Fahrbahnrand und dann auch das, was wir jetzt gemacht haben, mal anhalten, zum Schluss sagen, aussteigen, schaust dir mal an, merk dir den Abstand, den du im Spiegel hast, schaust dir in Real Life, in realistisch an und dann übt man das einfach zum Abschätzen und lieber am Anfang, so wie jetzt, einfach mal 2 Meter weiter weg, näher ran, kommen wir immer wieder, umso öfter, dass wir das üben und dann läuft Aber das. wäre das für die Prüfung okay, wenn man diesen Abstand zur Seite hat oder muss man tatsächlich noch näher ran? Genau, also wir müssen bei einer Fahrbahnbegrenzung auf 1 Meter ran. Okay. Na, jetzt haben wir circa 2 und dann schauen wir beim nächsten Mal, dass wir uns wieder 50 cm näher rantasten, beim nächsten Mal nochmal und dann üben wir, bis wir so gut sind, dass wir es schaffen auf einen Zug ohne korrigieren und dann ist es auch nicht schlimm, weil wir jetzt schon mal korrigiert haben, wissen wir, wie es in der Prüfung funktioniert, wenn wir es nicht hinkriegen, wie ein Korrekturzug funktioniert und dann brauchen wir keine Angst davor haben. Das ist der Plan. So einfach. Und aufgeregt? Ja doch, aber es macht Spaß, es macht richtig Spaß.